I have some of us for the PowerPoint slide, so if it can... Also da sind die PowerPoints drauf für euch. These are Samuel, but I will be adding to it the others, Song of Solomon. Also da ist jetzt Samuel drauf, aber das hohe Lied kommt noch dazu dann. Thank you. Shall we just pray? Sollen wir noch beten? Father, we're so grateful that we can celebrate individuals. Danke, Herr, dass wir Personen feiern dürfen. Thank you so much for this dear brother who's in such a foreign land. Ja, danke, Herr, für unseren Bruder, der hier wirklich in einem fremden Land ist. And thank you, we can take time to look at how you prepared someone for such an important ministry. Und danke, Herr, dass wir uns auch heute hier Zeit nehmen dürfen, um zu sehen, wie du eine Person vorbereitet hast für so einen wichtigen Dienst. You knew massive adversity. Der so viel Widerstand erlebt hat. Use that to build the necessary character for what you called him to. Aber du hast benutzt, dass der Charakter wächst, sodass er benutzbar wurde für dich. So please continue to be with us, we pray. So bitten wir dich, dass du weiterhin mit uns bist jetzt. Why do you think Saul failed? Warum meint ihr, hat Saul versagt? Because of fear of man. Menschenfurcht. I think that's really a big one. Ja, das ist sicher ein großer Anteil davon. The fear of man, what people thought was more important to him than what God thought. Dass er mehr auf das geachtet hat, was Leute über ihn gedacht haben, als was Gott über ihn gedacht hat. Someone else? Jemand anderes? Because of his arrogance, I think at some point he thinks himself as a god himself. Wegen seiner Arroganz. Ich glaube, irgendwann kam er wirklich an einen Punkt, wo er gedacht hatte, er ist wie Gott. Because he was proud, that's what you're saying. Yes. Sein Stolz. Ja. Anything else? Noch was? I think his heart at one point hardened, or he was not close to hear from God and to take correction. Irgendwann hat sich sein Herz wie verhärtet und er war nicht mehr bereit, Korrektur von Gott anzunehmen. Connected to the pride, there wasn't that humility when challenged. Ja, also durch den Stolz, da fehlt die Demut, wenn er konfrontiert worden ist. Darf ich was fragen? Ja. Und zwar, ich meine, Saul, der wurde ja gar, also wenn wir in Mose und Josua lesen wir, dass Josua vorbereitet war für die Führung zu übernehmen. Also er war vorbereitet und hat sehr viel mitgenommen. We've been reading how Joshua was prepared and then took over the leadership. Aber bei Saul, Gott hat ihn berufen oder gesagt, ich meine, der wollte das ja vielleicht, also der ist einfach reingeschmissen worden, der Vater ist wie, der konnte das nicht lernen, also er muss auch ein wenig, ich finde es wieder ein wenig brutal, wie, auch wenn Saul stolz war und Menschenfurcht hatte, aber er konnte vielleicht nicht lernen. In contrast to Joshua, Saul was just pushed in the deep end and kind of sink or swim, and I think that's a bit brutal by God. Yeah, it could seem that way. Ja, so kann das wirklich rüberkommen. But of course, the people wanted a king, and that had to happen somehow. Also die Leute wollten einfach einen König, und zwar gleich, und das musste irgendwie passieren. And that's why I put a list of all that we see God actually do to help Saul be in that situation. Deshalb habe ich ja diese Liste gemacht mit all den Dingen, die wichtig waren, bis Saul wirklich an dieser Position angelangt war. The different miracles that happened to show that he was the appointed one. Die verschiedenen Zeichen und Wunder, die passiert sind, die auch Saul wirklich zeigen sollten, dass er der Richtige ist, den Gott erwählt hat. And before they faced the big enemy, really the enemy that caused all of this, the Philistines,
Und bevor sie die Philister, also die großen Feinde, die wirklich der Grund für alle Probleme waren, denen begegnet sind, God gave him an amazing victory against the Ammonites. hat Gott ihm einen fantastischen Sieg über die Ammoniter gegeben. And so it was certainly quicker than David, but there was a lot of stuff in place if he had been able to embrace the fact that God was with him. Es ging natürlich viel schneller als Davids Vorbereitung aufs Königsein, aber da waren schon Schritte und wenn er sich darauf eingelassen hätte, Saul, dann wäre das auch möglich gewesen. So, yeah, I understand what you said. Aber ich verstehe, was du There's sagen that. willst. Any other thoughts? Irgendwelche andere Gedanken, Ezekiel? I think one of the reasons he fell, he was really not open to repentance, because both of the kings that we read, David also had a huge mess in his life, but each of them, when they've been approached by or confronted, one was open to accept his fault and repent, and then one is blaming and giving excuses. Also im Gegensatz zu David war Saul einfach nicht offen, wirklich Buße zu tun, wenn er mit seiner Sünde konfrontiert wurde. I think that's really a big part and one of the main contrasts that we see between Saul and David. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein großer Teil des Problems und auch der große Kontrast zu David. We read in Exodus 34 that God is slow to anger and he's quick to forgive. In 2. Mose 34 lesen wir, dass Gott langsam ist zum Zorn und schnell zum Vergeben. But there doesn't need to be repentance. So, out of the sadness of this situation with Saul, Aus dieser traurigen Situation mit Saul heraus, we have what is a major focus in Samuel, da ergibt sich ein Hauptfokus im Buch Samuel. and that is how David became king. Und das ist, wie David zum König wurde. Now this really is between chapter 16 all the way to the end of 2 Samuel chapter 1. Und diese Geschichte zieht sich hin von Kapitel 16 bis hin zu 2. Samuel, Ende vom 1. Kapitel. And so that's about 16 chapters, which is a lot of space on this one particular focus. Das sind 16 Kapitel und das ist ganz schön viel Platz für ein Ding. And although the purpose of Samuel probably isn't to teach people how to prepare for ministry, Und auch wenn vielleicht der Hauptgrund, dass das Buch Samuel geschrieben wurde, nicht ist, wie kann ich jemanden auf seinen Dienst vorbereiten, it's showing how David never claimed, he never illegitimately grabbed the kingship, but he became king legitimately. zeigen diese Kapitel einfach auf, wie David niemals sich das Königreichtum geschnappt hat, sondern ganz darauf gewartet hat, bis er es legal bekommt. Yet we remember how Paul says all scripture is inspired by God and profitable for teaching, correction, training. Und wir erinnern uns daran, dass Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben zur Lehre, was noch? Teaching? Teaching, correction, training. Zur Korrektur und dass wir geschult werden. And so if you come please to chapter 16, Also schlag mal Kapitel 16 auf. we have one of the more well-known stories, and that is the selection, the anointing of David as king. Und da ist eine der bekannteren Geschichten drin, nämlich wie David zum König gesalbt wird und ausgewählt wird. And it's interesting how David was not with Jesse's sons when he called the sons together. Und es ist spannend zu sehen, dass David nicht mal bei den anderen Söhnen von Isai dabei war. And people have speculated as to why this was. Und Leute haben spekuliert, warum das so war.
some have made a connection with this and Psalm 27. Manche haben eine Verbindung hergestellt zwischen dieser Tatsache und dem 27. Psalm, where David is celebrating the faithfulness of God, Dort feiert David die Treue Gottes. and he reads, "If my father, my mother forsake me, the Lord will take me up." Und da steht drin, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, der Herr wird bei mir sein. Now, why he would say that, it could simply be a comparison, or there may be more to it. Also natürlich könnte das einfach nur ein Bild sein zum Vergleich, aber es könnte natürlich auch mehr dahinter stecken, warum er das da so formuliert hat. Yes, please. What psalm? 27, Vers 27:10. This one here on the Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Warum hat er das da wohl reingeschrieben? Das ist die And anyway, eventually David comes from watching the sheep, and he's the chosen, he's God's anointed. Irgendwann holen sie David dann vom Schafe hüten und er ist der, den Gott sich auserwählt hat. And one of the interesting things that way back in Genesis, when Jacob was blessing his sons, Und wenn wir zurückgehen zum ersten Buch Mose, wo Jakob seine Söhne segnet, there's a prophecy, 49 verse 10, da ist im Kapitel 49 vom 1. Mose eine Prophetie, which says that the monarch, the king, would come from the line of Judah. wo drin steht, ist, dass ein zukünftiger König wird aus dem Stamm Juda kommen. And so we're beginning to see now this emerging in Israel. Und jetzt sehen wir, wie das langsam Wirklichkeit wird in Israel. And as I said, David probably wasn't born when Saul became king. Wahrscheinlich ist David noch nicht mal geboren gewesen, als Saul König wurde. We don't know what would have happened if Israel didn't want a king. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn die Israeliten darauf verzichtet hätten, einen König zu fordern. Maybe David would have been appointed by God as king in time. We just don't know, of course. Vielleicht wäre David einfach dann direkt von Gott eingesetzt worden. And we estimate that Saul had been reigning for about 25 years before David was anointed. Und wir vermuten, dass Saul schon 25 Jahre regiert hat, bevor David gesalbt wurde. Now, of course, Samuel was so well known, wherever he went, people would be asking questions. Und Samuel war natürlich super bekannt im ganzen Land und egal wo er aufgekreuzt ist, haben Leute natürlich sofort Fragen gestellt, warum ist er hier? So God gave him an excuse to go to Bethlehem. Deshalb hat Gott ihm eine Ausrede geschenkt, warum er nach Bethlehem zieht. And we read, even as the Spirit came upon David, Und da lesen wir, so wie der Geist auf David gekommen ist, so we also read the Spirit departed from the Apostle Saul. dann sehen wir, dass dort auch, dass der Geist Gottes Saul verlassen hat. Now, this particular dynamic Diese Dynamik is probably why David prayed in Psalm 51, könnte der Grund sein, warum David im Psalm 51 betet, in verse 11, Vers 11. "Cast me not away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me." Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. That psalm, of course, was written out of David's sin with Bathsheba and the repentance that followed. Dieser Psalm wurde geschrieben, nachdem David mit Bathseba gesündigt hatte und was daraus sich alles entwickelt hat. And but what we see in 16 is the contrast of the Spirit coming upon Saul and being lifted off of on David and being lifted off of Saul. Und in Kapitel 16 sehen wir, wie der Heilige Geist Saul verlässt und auf David kommt. And this dynamic would seem to be some kind of real heaviness, depression that came on Saul.
Und was da passiert ist, dass stattdessen ein Geist der Depression und der Schwere auf Saul kommt. And it seemed that he found some relief with some good music. Und wir können auch lesen, dass gute Musik Saul ein bisschen geholfen hat damit. And we read in 16 how David was introduced into the court of Saul at this time. Und wir lesen, wie David damals zu dem Königshof dort eingeführt wurde. Because he seemed to have a skill that was known when it came to playing the lyre. Nämlich es war irgendwie bekannt, dass David gut war mit dem Harfenspiel. The lyre, I understand to be like a small harp. Also das ist wie ja, eine kleine Harfe, muss man sich das vorstellen. It's probably a first millennium guitar. Also die Gitarre des ersten Jahrtausends vor Christus. If he had turned it sideways, I'm sure he could have played it like this. Also wenn er die so gehalten hätte, dann hätte man es wie eine Gitarre spielen können. And then we come to a verse that I remember reading this years ago and it really impacted me, verse 18. Und dann kommt Vers 18 und der hat mich vor einigen Jahren wirklich sehr stark angesprochen. Because there are certain qualities that David had developed in his own life, own character qualities. Also da kommt raus, dass einige Charaktereigenschaften David wirklich sich angeeignet hat und trainiert hat. A man who was skillful in playing the Also lyre. ein Mann, der tüchtig ist und mit dem Saitenspiel auf der Harfe. And when I was at school, which is years and years ago, Als ich vor vielen Jahren in der Schule war, I was learning to play the trumpet. habe ich Trompete gelernt. And I even got into the orchestra of the town that I lived in. Ich habe es sogar bis zum Stadtorchester geschafft, wo ich gewohnt habe. And then I quit. Und dann habe ich aufgehört. And one thing I learned, playing an instrument well takes just masses and masses of practice. Eine Sache, die ich dabei gelernt habe, ist, bis man ein Instrument wirklich gut spielen kann, und das braucht viel Praxis. And there's no shortcut. Es gibt keine Abkürzung. It'd be wonderful if someone could come along and say, I just give you the gift and anointing of playing well the piano, God bless you. Wäre das nicht toll, wenn einfach jemand kommt und für dich betet und sagt, oh, ich bete jetzt über dir aus, die Gabe, dass du Klavier spielen kannst. So. See, now I can play Bach. See, Jetzt kann ich Bach spielen, auf Deutsch sogar. And but it doesn't, and this talks a bit about David. Aber so funktioniert es eben nicht und das zeigt uns einiges über David. What was he doing when he was out there watching the sheep? Was hat er wohl gemacht? Wie hat er sich die Zeit vertrieben, wenn er da draußen auf der Weide mit den Schafen war? Well, it doesn't seem to be games on his iPhone. Offensichtlich hat er nicht einfach auf seinem iPhone irgendwelche Spiele gespielt, But he was growing in this skill that took a lot of dedication. sondern er hat wahrscheinlich auf seiner Harfe geübt. Now, he was also known as a man of valor. Und dann steht auch drin, dass er ein tapferer Mann ist. And that means he was a man of courage. Also, dass er mutig war. Now, courage is a very interesting quality. Mut ist eine interessante Qualität und Eigenschaft. One of the areas that I've struggled with at different times in my life is fear. Eines der Bereiche, wo ich in meinem Leben immer wieder mit zu kämpfen hatte, ist Furcht, Angst. And especially fears that seem irrational, but they're very real. Besonders irrationelle, also eigentlich unbegründete Ängste, aber wenn man sie hat, fühlen sie sich sehr real an. And one of the things I've learned is about courage. Und eine Sache habe ich da über Mut gelernt. You can think courage is someone who's just big and strong and powerful and
nothing frightens him. You know, really courage. Vielleicht könnte man sich Mut so vorstellen, oh, das ist einfach ein großer, starker Typ und dem kann nichts was anhaben und der hat vor nichts Angst. When actually, that's not courage. You don't need courage if that's the way you feel. Wenn du so ein Typ bist, dann brauchst du gar keinen Mut. Courage is when you are fearful, but you do it anyway. Echter Mut ist, wenn du voller Angst bist, aber es trotzdem tust, was deine Aufgabe ist. Something might be really scary, but courage is you face it, you go through it. Also wahrer Mut ist, wenn du wirklich Angst hast, aber trotzdem es anpackst, was du und ja. When God at the beginning of Joshua said, be strong and courageous. Als Gott zu Josua gesagt hat, sei stark und mutig. And for him and all the people. Für ihn und die ganzen Leute. It was because they were about to face an enemy and it was scary. Warum hat er das ihnen damals gesagt? Weil sie kurz davor standen, einem mächtigen Feind zu begegnen und das war furchterregend. When you read about the exploits of David Und wenn man über die Heldentaten Davids liest and all the victories he had over the enemies round about, und alle Siege, die er über seine Feinde errungen hat, you're reading about the results. das ist nur das Ergebnis, von dem wir lesen. And looking back, you can think, well, of course, God gave them victory. Und klar, von unserer Perspektive können wir sagen, naja, der Herr hat ihm halt Sieg geschenkt. And you can have this imagination that David was so anointed, all he had to do was look at his enemies and lightning bolts came out of his eyes and they were all dead. Und man könnte die falsche Vorstellung haben, naja, David war halt so gesalbt, der musste seine Feinde nur angucken und dann sind Blitze aus seinen Augen gekommen und die Feinde waren alle tot. And that is because we live in the day of superheroes. Das kommt wahrscheinlich daher, weil wir in dem Zeitalter der Superhelden leben. What special powers do you Ja, have? genau, welche speziellen Kräfte besitzt du? But the marvelous thing about David is that we have the Psalms. Aber das Fantastische über David ist, wir sehen sein Herz, weil wir die Psalmen haben. And when you read the Psalms of David, it's like looking into his prayer journal, into his devotional diary. Wenn wir die Psalmen lesen, dann ist das eigentlich so, als ob wir das Gebetstagebuch von David lesen. And what we read as we connect what he says in Psalms with what we know about 1 Samuel, Und wenn wir das verbinden, was wir in den Psalmen lesen, mit dem, was im 1. Samuel steht, is that it was not like that. It was really scary. da merken wir, dann es war überhaupt nicht so einfach, sondern das war echt erschreckend und furchterregend für ihn. David's enemies were real and very dangerous. Die Feinde Davids, die waren sehr real und sehr gefährlich. And every time he went into battle, it could have been his last day. Und jedes Mal, wo er in den Kampf gezogen ist, das hätte sein letzter Tag sein können. But what we learn is that he was a man of valor. He was a man of courage. Aber was wir lernen, ist, er war ein tapferer Mann, ein Mann mit Mut. And that is why he was able to do what he did, because he could obey God despite the fear that would be very natural that he would feel. Und daraus sehen wir, warum er Gott gehorchen konnte, auch wenn er mit Furcht zu kämpfen hatte. Now he's also known as a warrior. Er ist auch als ein tapferer Kämpfer bekannt. Up to this point, there's no record of him actually engaging with a battle. Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es noch ist noch nichts belegt, dass er irgendwo im Kampf tapfer war. But we do read that he was not fighting people, but he had to tackle bears and wolves and lions and wild animals chasing his sheep. Also es gibt keine Geschichten von ihm, dass er gegen Menschen gekämpft hätte, sondern als Hirte musste er gegen Löwen und Bären und Wölfe kämpfen und seine Herde beschützen. And the other thing we need to know that at this time every boy was taught how to fight with a sword just as a matter of growing up. Und wir müssen uns bewusst machen, zu der Zeit war es
völlig normal, dass wenn ein Junge aufgewachsen ist, dass er gelernt hat, wie man mit einem Schwert umgeht. Because remember, that was the army was a militia, it was the citizens, so they had to know how to do this well. Weil erinnert euch dran, die hatten ein Milizheer und deshalb musste jeder Bürger wissen, wie man ein Schwert benutzt. And so he was known as someone who was a fighter. Also er war bekannt als ein Kämpfer. A warrior is someone who doesn't back down, but faces their enemy head on. Ein Kämpfer ist jemand, der nicht im Angesicht seiner Feinde umdreht und abhaut, sondern der steht und sie anschaut. But these other qualities are just marvelous too. He was prudent in speech, he was wise with his words. Aber die anderen Qualitäten, die hier erwähnt werden, sind auch besonders. Zum Beispiel, dass er verständig in seinem Reden war, weise. Proverbs has a lot to say about use of words. Die Sprüche, da gibt es viele Verse über den Gebrauch von Worten. Once words are spoken, they're hard to take back. Zum Beispiel, wenn Worte mal ausgesprochen sind, ist es sehr schwer, sie wieder zurückzunehmen. And I think it's James that says, be quick to hear, slow to speak. Und ich glaube, in Jakobus steht, seid schnell im Hören, aber langsam zum Reden. And Proverbs says marvelously, if someone keeps quiet, they could, even a foolish person could be considered wise. Und in Sprüchen steht, solange ein Dummkopf den Mund hält, könnte er für weise geachtet werden. You know, you're sitting there looking, nodding, and people think, wow, what a wise person. Also stell dir vor, du sitzt da einfach drin und nickst nur so und die Leute denken, oh, was für eine weise Person. But also, he was a man of good presence. Aber er war auch ein Mann, good presence. Yeah, that's what it says in English. What does it say in German? Oh, schön gestaltet. He was handsome. Oh, really? The German says handsome. Handsome. Ja, schön gestaltet. That was probably true too. Das hat wahrscheinlich auch gestimmt, aber eigentlich, er hatte wie eine gute Präsenz, also so die Atmosphäre, die er verbreitet hat, war gut. But Auf Englisch. yeah, the English brings out the dynamic of really a good person to be with. Im Englischen kommt das besser raus. David war einer, mit dem man gerne zusammen war. People loved hanging out with him. Menschen waren gerne mit ihm zusammen. And what is more, and we're back to this same thing, that the Lord was with him. Und was dann wieder kommt und was so wichtig ist am Schluss, und der Herr ist mit ihm. And that overshadows everything. Und das überstrahlt eigentlich alles. But I remember as a young man reading this and thinking, I want to be able to emulate these qualities too. Und ich weiß noch, wie ich als junger Mann das gelesen habe und mir gesagt habe, ich möchte diese Qualitäten in David, denen möchte ich nacheifern. Especially the presence of God, the Lord being with him. Besonders einfach diese Tatsache, dass der Herr mit ihm ist. And so Gott gegenwärtig ist in seinem Leben. the way the author of Samuel has put this together, the next thing we get is the David and Goliath story. Und so wie jetzt der Autor von Samuel das zusammengetan hat, als nächstes kommt jetzt die Geschichte mit David und Goliath. And there may be a question of chronology. Remember, chronology is not a value. They're not concerned about that as we would be. Also es gibt Fragezeichen über, ob das wirklich genau der chronologische Hergang war. Aber wie wir schon herausgefunden haben, das war damals nicht ihr Hauptaugenmerk, was kam zuerst und was kam danach. But we have Israel. This is the second battle that Saul was having with the Philistines that's recorded. Also hier geht es um den zweiten Kampf, die zweite Auseinandersetzung, die Saul hatte mit den Philistern. And one of the customs was that armies would line up against one another. Eine Gepflogenheit war, dass zwei Heere sich gegenüberstanden. And sometimes there would be an agreement that the battle would be fought by each putting forward a champion. Und manchmal haben sie dann die Abmachung getroffen, diese Schlacht wird
mit Repräsentanten ausgeführt, also dass jede Seite einen Helden schicken kann, der dann kämpft. We're going to see this in 2 Samuel when David was king of Judah and there were the northern tribes. This is what they did this.